Und zugeschaltet ist jetzt unser Kollege Tim Röhn, Weltressortleiter Investigation. Hallo Tim. Guten Morgen, ich grüße euch. Saudi-Arabien soll die deutschen Behörden vor dem Täter gewarnt haben. Wie kann das passieren, dass die Behörden nicht gehandelt haben bzw. offenbar selber nichts rausfinden? Nun ja, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, ob es diese Warnung tatsächlich gab und wie fundiert sie auch war. Das passiert ja immer wieder. Menschen stellen in Deutschland einen Asylantrag, weil sie irgendwo möglicherweise politisch verfolgt werden. Und dann versucht der Staat, aus dem sie stammen, versucht, dass die Deutschen diese Person dann wieder ausweisen zum Beispiel. Das ist jetzt im Moment noch offen, was aber sehr interessant ist. Ich habe jetzt gerade hier in den Minuten, während wir hier gerade sprechen, Kontakt mit einer Frau aus Saudi-Arabien aufgenommen, die halt gewarnt hatte vor diesem Mann und mir auch die Belege dafür geschickt hat. Sie hatte, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen skurril, aber sie hatte den Social-Media-Account, den Twitter-Account des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge angeschrieben, hat da gesagt, hier, ich weise euch darauf hin, hier droht Gefahr, hat Posts des Mannes und auch seinen Namen geschickt. Und der Social-Media-Account hat dann aber geantwortet, man müsse sich an die Polizei wenden. Und diese Frau, auch diese E-Mail habe ich gerade bekommen, hat dann an die E-Mail-Adresse info@berlinpolice.net eine Warnung geschickt. Nur, das ist überhaupt nicht die Adresse der Polizei. Also das ist alles gerade wie soll ich das sagen, im Zuge der Aufklärung. Wir versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen, was die Behörden wirklich wussten. Final sagen kann ich das jetzt, Samstagmorgen 10:13 Uhr, aber noch nicht. Ja, und es wurden natürlich auch erste Tests gemacht, Drogentests gemacht. Und jetzt eben kommt über die Bild die Eilmeldung, der Täter, der mutmaßliche Täter soll tatsächlich unter Drogen gestanden haben. Was weißt du noch? Also uns ist das gestern Abend schon aufgefallen. Wir sind ja mit einigen Kollegen aus dem Team, seitdem die Tat passiert ist, intensiv mit der Materie beschäftigt und haben dann eben den X-Account, Twitter-Account des Mannes irgendwann gefunden und eben auch eine Person gefunden, die seine Tweets schon im Mai diesen Jahres gemeldet hatte, weil sie gesagt hat, da droht doch jemand mit Terror ganz offenbar. Und die Nachrichten wurden dann wieder gelöscht. Uns liegen sie aber vor und daraus geht ganz klar hervor, dass der Mann schon vor 7 Monaten gesagt hat, er wird Rache nehmen am deutschen Staat, er wird möglicherweise sterben, Deutschland wird einen hohen Preis bezahlen für das, was Deutschland tut. Und irgendwie oder angeblich ist es niemandem aufgefallen, dass sich da jemand vor den Augen von Zehntausenden Followern total radikalisiert. Also das ist wirklich ein sehr außergewöhnlicher Fall. Tim, eine Frage hätte ich noch. Ist das möglicherweise ein Element eines größeren Geschehens? Wie ist da deine Einschätzung? Das glaube ich nicht, möchte aber sagen, dass das ohne Gewähr ist. Die Ermittlungen laufen, unsere Recherchen laufen. Für den Moment sieht es danach aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, der offenbar, wie ihr sagt, unter Drogen-, Medikamenteneinfluss dann auch noch gehandelt hat. Da will ich noch gar nicht so weit gehen, Schuldfähigkeit oder nicht, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Fakt ist, das ist ein Mann, der vor allen Augen angekündigt hat, etwas sehr Schlimmes zu tun und niemand hat es verhindert. Und da wird es auch sehr, sehr unangenehme Fragen an die Sicherheitsbehörden geben. Tim, vielen Dank für deine Recherchen.